Berlin kann sich über eine neue S-Bahn-Strecke freuen. Ende Februar 2025 war unser historischer Zug für Messfahrten auf neuen Gleisen zwischen Hauptbahnhof und dem S-Bahn-Ring unterwegs. Im Mai 2006 wurde der neue Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Er entstand anstelle des alten Lehrter Stadtbahnhofs als Umsteigeknoten zwischen Stadtbahn und der neuen Nord-Süd-Fernbahntrasse durch Berlin. Oberirdisch ist der Hauptbahnhof für die S-Bahn betrieblich nur ein Haltepunkt. 25 Jahre nach dem ersten Spatenstich ist er nun mit dem Berliner S-Bahn-Ring verknüpft. Über ein Geflecht von Brücken und Tunneln können Züge vom unterirdischen S-Bahnhof in Richtung Westhafen oder Wedding ausfahren. Doch das soll nur der Anfang sein für ein viel größeres Projekt. Die neue Strecke ist Teil des Projekts S21, auch City-S-Bahn genannt, mit dem Berlin mittelfristig eine zweite Nord-Süd-Strecke für seine S-Bahn erhält. Das Projekt S21 Berlin besteht aus insgesamt 3 Bauabschnitten. Im ersten Teil wird der Hauptbahnhof nach Norden mit der Ringbahn verknüpft. Weiter geht es in einigen Jahren mit der Verbindung zum bestehenden Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel am Potsdamer Platz. Dort beginnt der dritte Teil mit einer neuen Trasse zum Gleisdreieck inklusive eines Umsteigebahnhofs zur U-Bahn. Weiter südlich wird sich die Strecke in Richtung Südkreuz auf die Ringbahn ausfädeln. Der erste Bauabschnitt ist weitgehend fertiggestellt. Für den zweiten Bauabschnitt läuft derzeit die Planfeststellung. Der dritte Abschnitt bis Südkreuz ist in der Vorplanung. Wegen Problemen beim Bau der unterirdischen S-Bahn-Station im Hauptbahnhof geht 2025 nur die Teilstrecke nach Gesundbrunnen in Betrieb. Auf der neuen Linie S15 verkehren Halbzüge mit 4 Wagen. An einem nasskalten Tag im Februar 2025 hatte der betriebsfähige Museumszug der historischen S-Bahn die Ehre, als erster die neuen Gleise zum Hauptbahnhof zu befahren. Die Fahrten fanden als Leerfahrten ohne Fahrgäste statt. Nur einige Messtechniker und Fachleute waren an Bord. Begleiten wir den Zug auf seiner ersten Fahrt von Wedding nach Hauptbahnhof. Nach einem kurzen Tunnelabschnitt geht es steil bergauf. Weil noch nie ein Zug hier lang gefahren ist, sind die Schienenverhältnisse sehr schlecht. Der Rost auf den nagelneuen Schienenköpfen mischt sich mit dem einsetzenden Nieselregen zu einer schlüpfrigen Schicht. Der Zug tastet sich langsam über die Brücken über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Das Triebfahrzeugpersonal muss sein ganzes Können unter Beweis stellen. Die alte S-Bahn-Dame kämpft tapfer und lässt uns nicht im Stich. Der höchste Punkt über der Perleberger Straße ist erreicht. Nun geht es bergab in Richtung Hauptbahnhof. Rechts und links der Strecke liegt das neue Stadtquartier Heidestraße, auch Europa City genannt. Hier ist in den vergangenen Jahren eine dichte Bebauung entstanden. Geplant sind Wohnungen für rund 2000 Menschen und Büros für über 10.000 Arbeitsplätze. Der Zug erreicht den Tunnelmund zur unterirdischen Station Hauptbahnhof. Der Bahnsteig ist als Interimslösung nur halb so lang wie üblich. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Züge weiter südlich an einem längeren Bahnsteig halten. Und da kommt sie, die allererste S-Bahn am neuen S-Bahnhof Hauptbahnhof.
Geschichte wiederholt sich. Vor 86 Jahren war es ebenfalls ein Zug der Baureihe 167, der die Nord-Süd-S-Bahn-Strecke zwischen Stettiner Bahnhof und Anhalter Bahnhof eröffnete. 2025 verlässt der Messzug den Hauptbahnhof, nun geführt vom Stadtbahner, Baujahr 1928. Wir wissen, diese Fahrten sorgen für Aufsehen. Für unseren Verein sind sie aber auch eine Gelegenheit, unsere Fahrzeuge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist Auftrag unserer Satzung. Dass neue Gleisanlagen vor der regulären Nutzung ausgiebig getestet werden, ist schon seit Anbeginn der Eisenbahn guter Brauch. Wir waren Auftragnehmer der Bahn, die anhand eines detaillierten Fahrtenprogramms messen und testen wollte, dass die Sicherungstechnik der neu gebauten Strecken einwandfrei funktioniert. Mit dem Einsatz des historischen Zuges bei den Messfahrten beleuchten wir ein besonderes Kapitel in der Berliner S-Bahn-Geschichte. Unser Messzug ist wieder an der Oberfläche und macht sich nun auf den Weg in Richtung Westhafen. Dieser Streckenast wird zunächst nicht planmäßig im Linienbetrieb befahren. Mittelfristig können hier Züge vom Hauptbahnhof auf die reaktivierte Siemensbahn nach Gartenfeld fahren, zum Beispiel als Linie S6. Es sind erhebliche Aufwendungen nötig für den sicheren Betrieb des Zuges. Allein die Ersatzteilbeschaffung mündet oft in teuren Neuanfertigungen. Mit diesen Messfahrten können wir einen Teil der Ausgaben refinanzieren. Der Spezialauftrag der Bahn hilft uns also dabei, unserem gemeinnützigen Auftrag nachzukommen. Am Bahnhof Westhafen erreicht der Zug wieder die Ringbahn. Die Zugfolge hier ist so dicht, dass der Messzug nicht am Bahnsteig wenden kann. Um den Regelbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, ging es in dieser Richtung jeweils weiter bis Hallensee. Hier erreicht der Leerzug den Bahnhof Westend. Gemäß den Anforderungen des Abnahmeprüfers fanden zahlreiche Fahrten auf allen neuen Gleisen statt. Am Ende des Tages stand fest, die Signal- und Sicherungstechnik funktioniert. Und auch unser S-Bahn-Großvater hat unter widrigen Bedingungen gezeigt, wozu er immer noch in der Lage ist. Aber das konnte er nur, weil wir ihn ehrenamtlich pflegen und instand halten. Dank der finanziellen Unterstützung des Landes Berlin bei der Ausrüstung des Zuges mit der Sicherungstechnik ZBS können wir nun einen Beitrag leisten und etwas zurückgeben. Wir entlasten die S-Bahn Berlin GmbH, die für die Messfahrten keinen Zug aus dem Planbetrieb abziehen muss. Auch in Zukunft wollen wir helfen, aber Fahrten als Messzug werden eine seltene Ausnahme bleiben. Stadtrundfahrten und saisonale Highlights wie der Weihnachtszug werden stets das Fundament unseres Fahrtenprogramms bilden.